Wenn man in der Karibik segelt, ob als Eigner oder als Charterer, muss man sich mit dem Thema Einklarieren, Ausklarieren auseinandersetzen. Da gibt es verschiedene Systeme und es gibt ein paar Besonderheiten. St. Kitts Nevis ist eine Besonderheit, St. Lucia ist eine Besonderheit, Trinidad und Tobago und auch das französische System ist ganz besonders und vor allen Dingen schwierig zu bedienen, wenn man es zum ersten Mal bedient. Wenn ihr da Hilfe braucht oder euch das interessiert, dann ist das richtige Video für euch. Wir sind es in Europa gewohnt, dass wir von einem ins andere Land fahren können, zumindest im Schengen-Raum, ohne ein- oder auszuklavieren. Das ist hier in der Karibik anders. Hier sind viele Inseln und die meisten Inseln sind praktisch ein eigener Staat. Von einer Insel zur anderen muss man einklarieren in der Ankunftsinsel und dann wieder ausklarieren, wenn man rausfährt, einklarieren in der nächsten Insel. Früher ging alles mit Papier, heute ist es ein bisschen anders. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Arten, wie man ein- und ausklariert. Eine davon ist in der Tat noch auf Papier. Ich werde sie alle nacheinander vorstellen. Und das, was mich dazu bewogen hat, übrigens dieses Video zu machen, ist, dass vor allen Dingen das französische System so schwierig ist zu bedienen, um da zunächst einmal sich anzumelden und einen Vorgang zu starten. Das mache ich ganz am Schluss. Anfangen werde ich mit Trinidad und Tobago. In Trinidad und Tobago ist es so, dass die Vorgänge alle, also wenn man da ankommt, muss man alles auf Papier machen. Der Vorgang ist so kompliziert und dauert so ewig lange, so bürokratisch, so verwoben, dass man da gut und gerne auch 2 Stunden mal mit zubringt, um irgendwo einzuklarieren oder auch auszuklarieren. Wenn man von Tobago nach Trinidad fährt, muss man in Tobago ausklarieren und in Trinidad wieder einklarieren, obwohl es der gleiche Staat ist. Es gehört die beiden gehören zusammen. Das ist Trinidad und Tobago. Und dann muss man dort wieder diese Prozeduren durchlaufen. Kostet sehr viel Zeit. Früher war das auf allen anderen Inseln auch so in der Karibik. Ich kenne das noch so von vor 30 Jahren. Überall musste man mit Papier ein- und ausklarieren. Inzwischen gibt es Internet, inzwischen gibt es Softwaresysteme. Und damit gehen wir mal zu dem ersten tatsächlichen Softwaresystem. Um SailClear zu finden, das erste Mal zu finden, gehe ich am besten hier nach Google. Mache eine Google-Suche und finde dann hier SailClear Maritime Pre-Arrival Notification. Da gehe ich mal rein und muss als erstes einen Account kreieren. Aber um das System zu nutzen, muss man eine Gebühr bezahlen, und zwar ist die gültig für 1 Jahr. Das kostet 25 US-Dollar. Das erste Mal ins System eingeloggt oder wenn man einen Account erschaffen will, muss man Sign-up machen. Sign-up, da sagt man, man ist ein Individual, man gibt seinen Vornamen ein, Nachnamen ein, E-Mail-Adresse, Passwort. Passwort wird nochmal hier eingegeben und kann sich dann registrieren. Da ich bereits einen Account habe, mache ich das nicht, sondern ich gehe nochmal zurück, praktisch einen Schritt und sage, ich mache ein Login direkt. Also wenn man das schon mal gemacht hat, dann hat man praktisch diesen Zugang direkt und logge mich hier ein. Inzwischen bin ich eingeloggt und hier steht als erstes, wenn man sich eingeloggt hat, nachdem man das Account erstellt hat, steht als erstes, was man zu tun hat. Man muss nämlich alle Daten von dem Schiff, von der Crew und die Weapon List, also wenn man Waffen hat, eingeben. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen, das ist selbsterklärend. Und wie kreiert man jetzt eine Notification? Das heißt, man redet hier von Notifications. Es gibt eine Arrival Notification und eine Departure Notification. Die Arrival Notification wird genommen, wenn man in ein Land einreist. Und die Departure Notification muss man nehmen, wenn man aus dem Land wieder ausreist. Ich habe hier mal als Beispiel eine Arrival Notification dabei und hier gibt es auch eine Departure Notification. Das sind übrigens die SailClear Nummern, die man, wenn man einen Vorgang eingegeben hat und abgeschickt hat, dann muss man mit dieser Nummer ins Office gehen und dann haben Sie all diese Daten, die man hier eingegeben hat, zur Verfügung.
können damit arbeiten. Man muss im Prinzip, die drucken es selber aus, man muss im Prinzip dann nur noch unterschreiben und dann geht alles relativ schnell. Also mit der Nummer muss man ins Office gehen. Arrival Notification, Departure Notification, genau das Gleiche. Ich zeige jetzt mal beispielhaft, was da drin steht, nur relativ kurz, weil es ist eigentlich selbsterklärend. Zunächst mal, wann plant man anzukommen? Das ist also eine Arrival Notification. Wann plant man anzukommen? Um wie viel Uhrzeit plant man anzukommen? Wann plant man wieder abzufahren und um wie viel Uhr plant man wieder abzufahren? Wo reise ich ein? Weil dieses System ist ja für viele Länder im Karibikbogen wird das genutzt. Also wenn ich nach Grenada einreise, dann habe ich hier reingeschrieben, dass ich praktisch in Carriacou in der Turtle Bay einklarieren werde. Wo komme ich her? Aus St. Vincent and the Grenadines, und zwar aus Union Island. Also man kann hier immer aufpoppen und sagen, nee, es war Port Elizabeth. Ne? Und wo fahre ich als nächstes hin? Vermutlich nach Trinidad Tobago, und zwar nach Chaguaramas. Und wir sind ein Pleasure Craft und wir sind nicht etwa ein Fishing-Boot oder Racing-Boot oder for Repairs oder sowas. Also wir sind ein Pleasure-Boot. Okay? Dann kommt als nächstes die Crewliste. Wenn man hier jemanden austragen will, muss man den ankreuzen und Mass Remove machen. Wenn ich jemanden hinzufügen will, zum Beispiel hier unten, 2 hinzufügen, dann mache ich Add Individuals. Okay. Als nächstes steht in so einem Vorgang drin, ob man Waffen hat oder nicht. Dann kreuzt man natürlich No an. Und hier noch Informationen für den Zoll. Was haben wir alles an Spirituosen dabei, Zigaretten und so weiter. Dann kommt nochmal als nächstes eine Zusammenfassung von all dem, was man hier eingegeben hat. Und dann macht man Submit und dann wird es abgeschickt. Kriegt dann diese Nummer, die ich vorhin erwähnte. Und mit dieser Nummer geht man danach ins Office. Sie können den Vorgang aufrufen und ihn dann bearbeiten. Beziehungsweise muss man mit seinem Pass natürlich hingehen, mit den Bootspapieren hingehen. Versicherung interessiert hier niemanden. Aber im Wesentlichen Pass oder alle Pässe von der Crew und die Bootspapiere und die letzte Ausklarierung. Die letzte Ausklarierung muss man auch mitnehmen. Wenn man jetzt eine Departure Notification macht, ja, dann kriegt man auch im Prinzip, dann ist es genau das Gleiche. Und Sie haben dann den Vorgang zur Hand, drucken ihn aus, man unterzeichnet ihn, muss auch bezahlen. Jedes Mal muss man auch bezahlen, übrigens unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Und bekommt dann die Papiere entsprechend ausgehändigt. Die muss man dann in das nächste Office, wenn man wieder einklariert im nächsten Land, muss man die mitnehmen. Also, das ist ganz logisch. Die Ausklarierung muss man immer, und zwar als Kopie, als Hardcopy auf Papier mitnehmen ins nächste Land. Jetzt geht's weiter. In St. Lucia gibt es zusätzlich zu Sailclear ein zweites Portal, was man auch noch ausfüllen muss. Da sind im Wesentlichen die gleichen Angaben wie im ersten. Aber das ist so eine Überlieferung, glaube ich, aus alter Zeit. Da hat man quasi irgendwelche Formulare einfach in irgendwelche Bildschirmmasken überführt und behält alles gleich. Und das sind im Prinzip Dinge, die sind vorgesehen, glaube ich, für Handelsschiffe. Da geht es also darum, die Crew, wo ist die an Bord gekommen oder wo ist die angeheuert und wo wird sie wieder abheuern? Spielt ja bei uns überhaupt keine Rolle. Also dieses Portal zu nutzen, ist scheinbar nicht so einfach und da noch verzweifeln viele. Aber da helfen die einem letztendlich, wenn man irgendwas eingibt und damit ins Office geht, dann helfen die einem, so ist mir zumindest gesagt worden, dann helfen die einem, das richtig zu stellen. Und dann hat man das auch gemacht. Wichtig ist nur, dass man sich Mühe gibt und möglichst viel eingibt. Wie findet man dieses Portal? Ich gebe mal ein, in Google gebe ich mal ein, St. Lucia Online Immigration. Das reicht. Und dann kommt man auf das hier. St. Lucia Online Immigration and Customs Portal. Geht da rein.
Hier wird der Prozess sieht sehr modern aus. Ja? Der Prozess wird erklärt, wobei es ja gar kein Prozess ist, wirklich. Dann, was man braucht und so weiter. Und dann steht hier Start, jetzt geht's los. Man macht eine Complete New Form. Man ist nicht Resident, also man ist Visitor. Und wir kommen bei Sea rein, also über die See rein. Und dann ist eigentlich alles klar. Hier steht der Schiffsname. Jetzt geht schon los. Country of Embarkation. Das ist quasi, wo ist die Crew angeheuert worden. Also ich habe mal hier Martinique eingegeben. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es echt nicht. In welchem Hafen in Martinique, Fort-de-France? Was soll ich denn da angeben? Das ist doch Blödsinn. Ja? Wo werden Sie debarkieren? Rodney Bay, Castries, Marigot Bay, das sind jetzt alles Häfen in St. Lucia. Was soll ich da eingeben? Weiß ich nicht. Rodney Bay, ich habe eingegeben. Dann kommt hier der Schiffsregistriername SSR 56502. Aber Sie wollen keinen Blank haben, obwohl in der Registrierung ein Blank drin ist. Wann kommt man vermutlich an? Also ich gebe mal ein hier. Zum Beispiel, ich komme am 1.3. an und dann werde ich wieder abfahren, am 3. Wieder abfahren. Und dann geht's in die nächste Maske und dann sind Personal Information, First Name, Middle Name, Last Name, wo ist man geboren, wo wohnt man und. Und da geht's immer munter weiter. Ich habe dieses Portal gar nicht benutzt selber. Ich habe es mir nur sagen lassen, man das machen muss und dass viele Leute daran verzweifeln aber einem letztendlich im Office geholfen wird. Jetzt kommen wir mal zu einer zweiten Ausnahme, das ist St. Kitts und Nevis. Und in St. Kitts und Nevis ist es so ähnlich wie in St. Lucia. Man muss SailClear machen und man muss ein zweites System nutzen. Auch das hat wahrscheinlich wieder historische Gründe. Und es ist genauso kompliziert, also eigentlich sogar noch komplizierter. Ich bin daran verzweifelt. Da muss man auch angeben, die Crew, wo die angeheuert hat, in welchem Land, in welchem Hafen. Und der Hafen wird dann abgekürzt mit irgendwelchen Abkürzungen, so ähnlich wie Flughäfen. Die haben ja auch so eine dreistellige Abkürzung. Da gibt es auch für Häfen sowas Ähnliches. Das muss man eingeben. Dabei hat das nichts mit Yachten zu tun. Und auch das, da helfen sie einem dann auch irgendwie weiter. Aber man muss eben beides machen. Und wie findet man das? Und das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Die beste Informationsquelle für all diese Fragen ist übrigens Noonzeit. Noonzeit ist immer eine gute Quelle, wenn man aktuellere Informationen sucht über Einklarierung, über alles Mögliche. Ich zeige das mal am Bildschirm. Bei Google gebe ich mal einen Noonzeit, St. Kitts, ja. Dann komme ich hier St. Kitts und Nevis auf Facts, gehe da rein. Pre-arrival boat, 2 online forms to be completed before arrival, SailClear and CARICOM e-APIS. So, Sea Clearance. Jetzt kann man da reingehen in Clearance und da steht es dann nochmal besser da. Hier steht sogar alle 3 Formate, SailClear, dann dieses zweite und das dritte ist ein Online Immigration and Customs ID Form. Da habe ich keine Ahnung, was es ist. Also ich gehe mal hier kurz rein in das zweite, geht hier auf C, also erstmal auf Login. Ne? Dann sagt man hier API Online Form, soll man eingeben, fill in a new form. So, und jetzt geht's los. Das sind die Blätter, die Sie quasi im System abgebildet haben. Name, Telefonnummer, Faxnummer, was für ein Schiffstyp und so weiter. Name, Number of Pass, Number of Crew, Departure and Arrival Time, Port Arrival und so weiter. Jetzt geht's los und da kann man sich selber durchwursteln. Ich habe das vor einem Jahr mal gemacht. Ich bin daran verzweifelt, glaube ich. Und dann habe ich auch im Office mir helfen lassen. Da haben sie geholfen. Wie gesagt, mit diesen Abkürzungen für die Häfen und so weiter, da bin ich irgendwie irgendwann nicht mehr klar gekommen.
So, jetzt kommen wir zum schwierigsten System und das schwierigste System ist das französische Démarche simplifiée. Démarche simplifiée heißt ich sage mal, vereinfachte Bürokratie, wenn man so will. Es ist deshalb schwierig, weil man da ganz schwer seine Vorgänge am Anfang bearbeiten kann oder sich überhaupt anmelden kann. Wenn man das einmal gemacht hat, dann wiederum ist es das einfachste System, was man sich vorstellen kann. Und zwar, es ist wirklich so, man kann alles online machen. Man macht die Einklarierung online, man macht das Ausklarieren online und man muss nicht mehr in irgendein Büro gehen und sein Passwort zeigen. Das macht die Sache ganz einfach. Man kommt einfach irgendwo an, macht einen Vorgang, also diese Einklarierung zum Beispiel oder Ein- und Ausklarierung, was übrigens ein Schritt ist, schickt es ab und 30 Sekunden später hat man schon die Papiere sozusagen fertig. Das gilt nicht nur für Europäer, sondern das gilt auch für Amerikaner, wie ich neulich erfahren habe. Ich zeige das mal hier am Bildschirm. Ja? Also wie finde ich das System erst einmal? Da gehe ich auf Démarche simplifiée und hier ist die Webseite von Démarche simplifiée. Wenn ich da reingehe, das mache ich jetzt mal nicht, wenn ich da reingehe, dann gibt es keinen Weg, ein neues Konto zu kreieren. Das ist leider so. Das ist ganz komisch. Sondern wenn ich ein neues Konto kreieren will oder einen neuen Account kreieren will, dann gehe ich hier hin, erstelle ein Konto. Das mache ich mal auf. Was ich jetzt machen muss, ist quasi meine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse eingeben. Da gebe ich mal diese hier ein Passwort eingeben und wenn man das eingegeben hat, also sein E-Mail-Adresse, ein Passwort sozusagen erzeugen, dann steht hier Create an Account. So. Und was dann passiert, ist Folgendes. Dann bekommt man eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die man hier oben eingegeben hat und muss dann die E-Mail-Adresse bestätigen und dann kann man weitermachen. Und wenn man jetzt die Webseite aufruft, praktisch hier, wenn man jetzt dann hier reingeht und sich hier einloggt, dann kommt man wieder nicht weiter. Und das ist natürlich dramatisch, das ist ja unglaublich. Man möchte jetzt irgendwie was weitermachen, aber es geht nicht. Ja? Sondern als erstes muss man einen Vorgang kreieren. Und während der Kreation oder während man diesen Vorgang kreiert, erzeugt man die Stammdaten. Das heißt, man gibt seinen Namen ein, man gibt irgendwie die Schiffsdaten ein und die Crew ein. Und gleichzeitig noch, wann möchte man einreisen und wann möchte man vermutlich wieder ausreisen, von wo kommt man und nach wohin fährt man. Also das ist alles ein ganz langer Vorgang und wenn man den einmal gemacht hat und abgespeichert hat, kann man den immer wieder nehmen als Vorlage, Kopie, ändert bloß ein paar Sachen ab, wie zum Beispiel, ich komme von da nach da oder ich fahre jetzt wirklich los am so und so vierten um so und so 4 Uhr und nicht wie ursprünglich gedacht, was weiß ich, 2 Tage früher oder später, schickt es wieder ab und kriegt sofort die Bestätigung und dann ist alles erledigt. Aber das Problem ist natürlich, wie komme ich an diesen ersten Vorgang, der mir ermöglicht, alle Daten einzugeben? Daran sind so viele Leute gescheitert. Ich selber habe mich auch, ich habe unglaublich viel gesucht, um das zu finden. Mich haben wirklich relativ viele angesprochen, weil ich auch Französisch spreche, ob ich ihnen da helfen kann. Und irgendwann habe ich diesen Link gefunden und konnte den Leuten individuell helfen. Aber das ist eben auch wieder der Grund, warum ich dieses Video erzeuge, weil es immer wieder immer die gleichen Fragen gibt. Ja, gut. Also wie finde ich das? Ich mache normal Démarche simplifiée, gebe ich jetzt hier ein und gebe hier Anti ein. So, das ist das Wichtige, weil man kann in diesem Démarche simplifiée, kann man seinen Führerschein beantragen, man kann sich ummelden, man kann alles Mögliche machen, aber dieses von einer Insel zur anderen fahren, das findet man in der Liste der Vorgänge, findet man es gar nicht. Da muss man wissen, was man eingibt. Also, das ist das Zauberwort, Démarche simplifiée Anti. Da gehe ich hier rauf, Démarche simplifiée Anti und hier steht Commencer la démarche ou nouvelle formalité und so weiter. Also machen wir das mal. Ich gehe mal da rein und hier steht jetzt
Wieder Create an Account. Das haben wir vorher schon gemacht. Und jetzt I have already an account. So, wenn ich da reingehe und sage I have already an account, dann loggt man sich quasi ein mit seinen Daten, die man vorher eingegeben hat, sagt Sign in, zack, dann landet man hier. Formalité déclarative pour le mouillage, etc. Donc, also man kann das Ganze auf Englisch umstellen, aber wie man sieht, ja, Englisch, Französisch, wie man sieht, die englische Übersetzung ist nicht ganz vollständig oder eigentlich fast nicht vorhanden. Gut. Hier ist sie nochmal als Unterschrift, Clearance Formalities in the French West Indies Territorial Waters. Und Titel steht hier First Name, Last Name. Also in der Maske ist sie vollständig vorhanden oder ist sie vorhanden. So, dann fängt man an, diesen Vorgang zu machen, indem man sagt, ich heiße so und so, macht dann Continue und gibt alle Daten, die abgefragt werden, ein, bis man diesen Vorgang vollständig hat. So geht man vor. Also es gibt keinen anderen Weg. Okay? Wenn ich mich jetzt wieder einlogge oder beim nächsten Mal einlogge oder wenn ich diesen Vorgang beendet habe, dann kommt man in diese Seite automatisch immer rein, My Files. Und entweder man hat welche im Progress oder Finished. Hier sind diese ganzen Finished-Vorgänge, was man machen kann beim nächsten Mal, wenn man jetzt praktisch den nächsten Vorgang startet oder auch diesen Vorgang nimmt. Zum Beispiel als Einklarierung war er erzeugt und aus Ausklarierung wird man ihn jetzt nochmal nehmen. Dann öffnet man ihn und zwar indem man hier sagt Duplicate this File und setzt dann das Ausgangsdatum oder Abreisedatum richtig, Uhrzeit richtig. Eventuell passt die cooleste eventuell auch an, das kann man auch machen und schickt es wieder ab. Nachdem man einen Vorgang abgeschickt hat, bekommt man innerhalb von wenigen Sekunden oder innerhalb von einer Minute 2 E-Mails. Die erste E-Mail ist praktisch nochmal die Summary von dem, was man abgeschickt hat. Und die zweite E-Mail, da ist ein Link drin, um das Dokument runterzuladen. Dieses Dokument ist praktisch eine Zusammenfassung aus dem Antrag mit einem Stempel hinten dran. Und mit diesem Antrag, den druckt man aus entweder selbst oder man geht in einen zertifizierten Laden, das kann eine Tankstelle sein, das kann ein Marine-Office sein oder irgendwas, steht auch im Internet, wer das ist, oder das steht zum Beispiel in No Foreign Land, das ist eine sehr gute Quelle für solche Informationen, No Foreign Land. Wo man damit hingehen kann, steht da drin, dann drucken die das aus für weniger Euro, für 3 Euro oder 5 Euro und unterschreiben es nochmal und dann hat man es ganz sicher. Denn einige sind sich etwas unsicher mit diesem selbst ausgedruckten Dokument ohne zusätzliche Unterschrift, ob das überall anerkannt wird. Meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach ist es bisher in allen Ländern anerkannt worden, ohne dass zusätzlich noch jemand unterschrieben hat. Ich habe aber auch einen Drucker, ich drucke mir das selbst aus, aber wenn man das woanders ausdrucken lässt, dann kann man das unterschreiben lassen. Das offizielle Vorgehen ist, solange nicht sichergestellt ist, dass andere Länder das Dokument ohne zusätzliche Unterschrift anerkennen, sollte man es ausdrucken lassen und nochmal unterschreiben lassen. So steht es in dem französischen Portal. Von daher, wenn man sicher sein will, dann macht man das einfach. Ich bin nicht zu sehr in die Details gegangen, weil ich glaube, dass das Video sonst viel zu langatmig geworden wäre. Aber ich hoffe, dass es euch geholfen hat, zumindest mit in dieses System reinzukommen und das erste Mal zu benutzen. Ob es andere Systeme in der Karibik gibt, weiß ich nicht. Ich kenne keine anderen, aber wenn es was gibt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Eine Bitte in eigener Sache, einen Daumen hoch oder ein Abo würde mir sehr helfen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat oder zumindest geholfen hat und sage deswegen Ciao von der Kokon.